Hallo, mein Name ist Marius Herrmann, GIS-Analyst bei WGeoGIS und ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man interaktive Geomarketing-Analysen mit WebGIS durchführen kann. Dafür logge ich mich in unserer WebGIS-Software WGeoWeb ein. Im Folgenden möchte ich nun für ein Beispiel in die Rolle eines Vertriebsleiters schlüpfen, der interaktiv Daten in der Vertriebsregion West analysieren möchte, um sich mit einem Termin mit den Kolleginnen und Kollegen der Vertriebsregion West vorzubereiten. Er möchte herausfinden, wo ist die Potenzialausschöpfung besonders hoch und welche Kunden sollen wo genau akquiriert werden. Für den ersten Teil der Analyse stelle ich die Postleitzahlen nach Potenzialausschöpfung dar und filtere auf das relevante Vertriebsgebiet West, sehe in der Karte in Rot die Postleitzahlen, in denen die Ausschöpfung bereits sehr gering ist, und eine hohe Ausschöpfung haben wir in den Postleitzahlen mit der dunkelgrünen Färbung. Diese Ansicht ist später im Termin mit den Kolleginnen und Kollegen relevant, daher speichere ich sie mir als Lesezeichen ab und kann sie nachher mit einem Klick wiederherstellen. Für den zweiten Teil der Analyse möchte ich nun herausfinden, welche Postleitzahlen haben ein hohes Marktvolumen und welche potenziellen Kunden liegen in diesen Postleitzahlen, damit genau diese Kunden von den Kolleginnen und Kollegen akquiriert werden können. Dafür nutze ich eine andere Darstellung der Postleitzahlen und möchte in dem ersten Schritt herausfiltern, welche Postleitzahlen haben ein hohes Marktvolumen, in dem Fall über 200.000 Euro. Ich nutze die Selektionsmöglichkeit. Es werden in der Karte und in der Tabelle diejenigen Postleitzahlen hervorgehoben mit der orangen Farbe, die auf diese Kriterien zutreffen. Und ich sehe hier unten links in der Tabelle, dass 401 Postleitzahlen ein hohes Marktvolumen haben. Nun möchte ich diese Daten geografisch verschneiden mit Daten zu potenziellen Kunden. Diese Daten können Sie aus anderen Systemen, zum Beispiel CRM-Systemen, hier in WGeoWeb integrieren. Sie können also Ihre eigenen Daten einbinden und sie dann mit anderen Daten verschneiden. Das mache ich hier, indem ich die Daten aktiviere und diese Selektion übertrage, und ich bekomme sofort das Ergebnis meiner Analyse. 109 potenzielle Kunden liegen in den relevanten Postleitzahlbereichen. Mit 2 Klicks kann ich mir diese Daten nun auch in Excel exportieren, um zum Beispiel offline mit den Daten weiterarbeiten zu können. Während der Excel-Download gestartet ist, kann ich interaktiv in der Karte weiterarbeiten, und wenn der Download fertiggestellt ist, kann ich mir die Excel-Daten auch explizit nochmal anschauen. Das war ein einfaches Beispiel, wie Geomarketing-Analysen im WebGIS umgesetzt sein können. Schauen Sie doch auch unsere anderen YouTube-Videos an oder nehmen Sie sehr gerne zu uns Kontakt auf. Vielen Dank, Servus.